Wer kennt es? Man steht nachts mit dem Fahrrad oder Auto an einer roten Ampel, obwohl niemand weit und breit zu sehen ist. Für diesen Fall haben wir eine Lösung. Mein Name ist Henning Mosebach und ich bin Experte am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Braunschweig. Mit diesem Video möchte ich eins unserer Konzepte zur intelligenten und innovativen Verkehrssteuerung vorstellen und zeigen, wie jeder davon profitieren kann. Wir analysieren damit den Verkehr an bestimmten Punkten, erkennen kritische Situationen und verbessern den Verkehr durch sehr präzise Analysen und durch lokale Einflussnahmen. Siehe im Bild ein paar Beispiele, wo wir das heute schon in Braunschweig machen, zum Beispiel am Hagenring, am Trostmannplatz, auf der A39 bis fast nach Wolfsburg und am Schwarzen Berg. Diese Mechanismen nehmen vorweg, was ohnehin in einigen Jahren größerflächiger verbaut sein wird, nämlich die SGVO-konforme mikroskopische Erfassung des Verkehrs in Echtzeit sowie daraus abgeleitete Verbesserungen im Verkehr. Warum machen wir das? Weil wir damit vorleben möchten, wie effizient aus neuen Erfassungstechnologien heraus der Verkehr für jeden Bürger besser, also effizienter und sicherer, gemacht werden kann. Zusätzlich kann sogar der Bürger oder Start-ups mitarbeiten, weil wir einige der Analyse- und Steuerungstools Open Source stellen. Was ist nun unser Konzept? Zunächst stellen wir an einigen Orten einen lokalen Verbund der Akteure rechts im Bild her. Wenn wir diese Akteure nun in Echtzeit sensorisch erfassen und die Daten aufbereiten, können wir damit den gesamten Verkehrsfluss vor Ort optimieren. Dazu brauchen wir nur Technik, die es eigentlich schon gibt. Uns geht es speziell darum, das lokale Verkehrsgeschehen komplett und hochgenau digital in Echtzeit abzubilden. Aus diesem Echtzeitabbild erzeugen wir dann verschiedene Lösungen, die vor Ort wirksam werden, um den Verkehr besser zu analysieren und zu regeln. Diese Systeme machen wir gerade effizient und kostengünstiger. Technisch sieht das dann so aus. Sensorik erfasst hochgenau jeden Verkehrsteilnehmer, also die Autos, die Radfahrenden, die Fußgänger, die E-Scooter und so weiter. Diese Daten werden dann in Echtzeit an einen lokalen Rechner gesendet und dieser berechnet daraus den optimalen Verkehrsfluss. Dieser dann wird als Vorgabe an die Akteure geschickt, damit diese optimal fahren können, zum Beispiel indem die Ampel angesteuert wird, als Empfehlung für die Geschwindigkeit von Fahrzeugen oder auch für automatisch fahrende Fahrzeuge. Zusätzlich kann die Sicherheit erhöht werden, zum Beispiel durch Notbremsmanöver, falls Kollisionsgefahr erkannt wurde. In einem neuen Projekt berechnen wir sogar das lokale Abbild auch in einer Cloud, um noch weniger Technik vor Ort installieren zu müssen. Hier sieht man ein exemplarisches Beispiel konkreter Sensorik, mit der wir sehr fein Objekte vor Ort erfassen, mathematisch aufbereiten und die Situation interpretieren. Daraus werden automatisch Verbesserungsvorschläge erzeugt und an die Ampeln sowie per Funk an die Fahrzeuge geschickt. Damit können Verkehrssteuerer und Planer den Verkehr sehr genau verstehen und optimieren. Bereits heute fahren wir Testkampagnen dazu, zum Beispiel zum automatischen Überquerung der Kreuzungen. Am Trostmannplatz und am Schwarzen Berg unterstützen wir damit sogar automatische Fahrfunktionen in Projekten mit unseren Partnern. Zusätzlich helfen wir damit, die Straßenplanung besser und die Ampeln effizienter zu machen. Wir wollen aber nicht nur diese Daten vor Ort geschlossen in unserem System verarbeiten, sondern auch Teile davon auf Open-Source-Basis gemeinsam mit euch weiterentwickeln. Dazu bringen wir gerade einen offenen Datenhub ins Feld, für Daten, aber auch für Werkzeuge rund um Test und Entwicklung. Rechts sieht man unsere Architektur am Trostmannplatz, wo wir so etwas realisieren. Im folgenden Teil stelle ich euch ein Werkzeug vor, mit dem man mit den Daten des Hubs mit seinem eigenen System effizient eine eigene mikroskopische Analyse des Verkehrs machen kann. Das Tool heißt TASI. TASI steht für Traffic Situation Analysis and Interpretation und ist ein auch extern nutzbares Tooling, mit denen Mikroverkehrsdaten aus unseren Testfeldern analysiert sowie in eigene Analyse- und Testwerkzeuge eingebunden werden können. TASI-Werkzeuge sind zum Beispiel Tools zur Überführung der Sensordaten in standardisierte Python-Formate, Layer zur Visualisierung der gemessenen Szenarien sowie Importfunktionen für kompatible Datensätze, wie zum Beispiel die DLR-Public-Datensätze. Mit diesen können aus aufgezeichneten Daten kritische Situationen identifiziert und kategorisiert werden. Dieses Werkzeug ist frei nutzbar, einfach die QR-Codes rechts screenshotten und auf die Seiten gehen. Hier navigiere ich mal ein bisschen durch die Dokumentation von TASI. Man sieht, wie sich dahinter ein übliches Onboarding verbirgt mit Getting Started und einem User Guide. In dem User Guide ist auch dargestellt, wie man die DLR-Datensätze in das Programm importieren kann. Man sieht hier den Weg von der Erfassung in die Aufbereitung und Analyse. Auf dem ersten Bild erkennt man aus den Sensoren berechnete Trajektorien,
die aus den Fahrzeugbewegungen abgeleitet und zusammengefasst wurden. Diese wurden über einen Zeitraum von einer Woche gemessen und nach kritischen Ereignissen automatisch analysiert. Siehe zum Beispiel die Heatmap, also eine nachgewiesene Häufung kritischer Situationen, die parametriert werden kann. In diesem Fall wurde nach einer Fahrbeziehungsänderung untersucht, ob gewisse neue Bereiche gefährlicher oder sicherer sind als vorher. Das haben wir mit Tasi gemacht und diese Art Analyse kann jeder machen, der sich Tasi heruntergeladen und Daten von uns hat. Ein weiteres Anwendungsfeld von Tasi ist das Einbinden von Realdaten in Simulatoren. Dazu gibt es im Bereich der Verkehrswissenschaften Quasi-Standards, zum Beispiel mit dem offenen Kala-Simulator und der Unreal Engine, sodass schnell eine Kompatibilität hergestellt werden kann. Dort kann man zum Beispiel unsere beiden charakteristischen öffentlichen Datensätze einbinden, die ich im Folgenden zeigen werde. Wir werden künftig noch mehr solche Datensätze publizieren und diese zum Beispiel in den Projekten Retrason und Miami zur Verfügung stellen. Hier ein weiteres Beispiel, wo wir durch anonyme Analyse 3663 illegale U-Turns an einer Braunschweiger Kreuzung erfassen konnten. Dies sind unsere offenen Datensätze, die man mit Tasi verarbeiten kann. Man kann sie aber auch in eigene Werkzeuge importieren, um eigene Analysen damit anzustellen. Es handelt sich um einen urbanen Datensatz sowie einen Datensatz von der Autobahn A39. Ladet sie euch ruhig herunter und probiert ein wenig damit herum. Wir können auch gerne weitere Datensätze aufzeichnen und diese mit euch besprechen. Wir starten gerade durch mit weiteren Projekten, in denen wir die Sensoren und lokale Datenaufbereitungen nutzen, auch mit Tasi. Näheres zu den Projekten findet ihr über die QR-Codes. Werdet gerne Teil der Community und sprecht uns an. Unsere Kontaktdaten findet ihr hier. Unsere Kompetenz aus der Region für die Region ist das digitale Entwickeln und Testen im Verkehrssystem.